Ich begrüße Sie herzlich zum Video Sales and Operations Planning und Execution, Integration, langfristige und kurzfristige Planung. Mein Name ist Lukas Lingitz, ich leite die Gruppe Produktionsplanung und Auftragsmanagement bei Fraunhofer Austria. Mein Kollege Martin Baldauf von Concircle und ich möchten Ihnen kurz und knapp vorstellen, wie Sie in Ihrem Unternehmen die langfristige, also zum Beispiel die Absatz- und Programmplanung und die kurzfristige Kapazitäts- und Reihenfolgeplanung entlang der Supply Chain und über mehrere IT-Systeme hinweg integrieren können. Während im Sales and Operations Planning Prozess regelmäßig, also zum Beispiel monatlich, die Absatzmengen vereinbart und das Produktionsprogramm bzw. Produktionsplan für die nächsten Monate verabschiedet werden, unterstützt das Sales and Operations Execution Prozess als Bindeglied zum operativen Tagesgeschäft die Umsetzung dieses Plans. Im Fokus steht der Abgleich zwischen Bedarf auf der einen Seite und der Kapazität auf der anderen Seite und das im kurz- und mittelfristigen Bereich. Diese fehlende Abstimmung und Integration von der Langfrist bis in die kurzfristige Planung identifizieren wir sehr häufig als Schwachstelle bei Unternehmen. S&OE, also Sales and Operations Execution, kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. Dadurch wird die Transparenz erhöht, lange Feedbackschleifen werden eliminiert und die Logistikleistung kann gesteigert werden. Außerdem kommt es zu einer deutlichen Reduktion der Kapitalbindungskosten und der Kosten für Sonderfahrten, Zusatzschichten und Überstunden. Auf diesem Schaubild haben wir den Prozess für unser Beispielunternehmen noch grob dargestellt. Wir starten als Input mit dem Produktionsprogramm, wie er aus dem S&OP-Prozess kommt. Im Zuge des S&OE-Prozesses werden wir unterschiedliche Probleme identifizieren. Das wird einerseits eine Abweichung des Bedarfs sein, aber auch andererseits eine Abweichung auf der Zugangsseite vom ursprünglichen Plan. Mit unterschiedlichen Maßnahmen werden wir versuchen, diese identifizierten Probleme entgegenzuwirken. Dies wird einerseits eine Anpassung der Kapazität erfordern und andererseits auch eine Anpassung der Belastung erfordern. Jetzt gehen wir aber direkt in den Use Case und hierfür möchte ich an meinen Kollegen Martin übergeben. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Martin Baldauf und ich bin Senior Supply Chain Management Consultant bei der Firma Concircle. Wie schon von meinem Kollegen erwähnt, möchten wir Ihnen heute anhand von einigen Beispielen zeigen, wie ein IT-gestützter Sales and Operations Execution Prozess helfen kann, Bedarfs- und Zugangsschwankungen im kurzfristigen Horizont zu erkennen und dazu passende Lösungen zu finden. Zunächst wollen wir Ihnen kurz das Szenario vorstellen. Sie sehen hier eine vereinfachte Darstellung einer Lieferkette mit Kunden, 2 Distributionszentren, einem Produktionswerk und Lieferanten. Wir produzieren in unserem Beispiel verschiedene Lautsprecher, dafür sind einmal 2 Produktionsvorgänge und einmal 3 Produktionsvorgänge notwendig. Die Pfeile zeigen jeweils die Pfade durch die Produktion pro Material bzw. Fertigungsvariante an. Der erste Lautsprecher hat nur einen Pfad, der zweite Lautsprecher kann über 2 Varianten produziert werden. Wir wollen in dem Beispiel sowohl eine Bedarfs- wie auch eine Zugangsschwankung simulieren und zeigen, wie diese mittels Unterstützung von IT-Werkzeugen gelöst werden können. In unserem Video verwenden wir dafür die aktuellste Planungssoftware von SAP, Integrated Business Planning, und das Produktionsfeinplanungstool von Fraunhofer Austria, PlanGenetic. In dem ersten Beispiel sehen Sie den Consensus Demand von dem Standardlautsprecher aus dem S&OP-Meeting. Dabei wurde schon der Bedarf für 3 verschiedene Szenarien geplant. Einmal eine minimale Absatzmenge, eine maximale Absatzmenge und der realistische Plan, der auch verabschiedet wurde. Bei dem ersten Produkt sehen wir allerdings bereits ein Problem. In den nächsten Wochen übersteigt der Kundenauftragseingang die Prognose. Im nächsten Schritt wollen wir herausfinden, ob dieser ungeplante Bedarf für die Produktion auch machbar ist. Bevor wir die Analyse starten, sind wir jedoch noch auf ein zweites Problem aufmerksam geworden. In dem Chart sehen Sie die verfügbare Kapazität sowie den Kapazitätsbedarf des Arbeitsplatzes Endmontage. Die verfügbare Kapazität des Arbeitsplatzes musste durch einen kurzfristig geplanten Stillstand in Kalenderwoche 23 reduziert werden. Die Reduktion führt dazu, dass nicht alle geplanten Aufträge produziert werden können. Wir möchten uns jetzt allerdings um das erste Problem kümmern. Dazu starten wir zuerst eine Simulation mittels infiniter Planung. Durch die infinite Planung wird der Bedarf gedeckt, die Balken zeigen die Summe des Bedarfs pro Lautsprecher an, die Linien jeweils den geplanten Zugang aus der Produktion. Allerdings führt es dazu, dass wir auf der Ebene Vormontage eine Überlast erzeugen.
Wir haben an dieser Stelle jedoch die Möglichkeit, Komponenten von einem externen Lieferanten zu beschaffen und diesen Arbeitsplatz zu entlasten. Um die Machbarkeit dieser Alternative zu bewerten, starten wir eine weitere Simulation. Dieses Mal verwenden wir eine finite Planung unter Berücksichtigung von maximalen Produktionskapazitäten wie auch alternativen Bezugsquellen. Unter Verwendung der alternativen Bezugsquelle lässt sich der Bedarf decken. Im oberen Chart sehen wir, dass beide Fertigungsversionen verwendet werden. Die orangen Balken zeigen hier die Menge der alternativen Fertigungsversion an. Im unteren Chart sehen Sie, dass es auf dem Arbeitsplatz vor Montage keine weitere Überlast mehr gibt. Die notwendigen Aufträge werden im ERP-System erstellt und damit diese weiterverarbeitet werden können. Das zweite Problem werden wir in der Feinplanung des Arbeitsplatzes Endmontage analysieren. Dazu wurden alle Aufträge für die nächsten Wochen aus dem ERP-System extrahiert und in das Feinplanungstool eingespielt. An dieser Stelle möchte ich gerne an meinen Kollegen Lukas übergeben. Wie wir gesehen haben, müssen wir aufgrund eines Stillstandes die ursprüngliche Planung anpassen. Nachdem wir bis dato nur auf die Mengen geachtet haben und geplant haben, wollen wir jetzt eine Ebene tiefer gehen und schauen, welche Aufträge betroffen sind und welche Auswirkungen dieser Stillstand im Detail hat. Dabei werden die Kapazitäten nicht mehr nur aggregiert betrachtet. Wir analysieren jetzt viele Einzelkapazitäten, berücksichtigen die Rüstoptimierung und die genauen Liefertermine sowie zahlreiche weitere Restriktionen. Wir bei Fraunhofer Austria haben zu diesem Zweck algorithmenbasierte Tools entwickelt, mit deren Hilfe produzierende Unternehmen ihre Produktionsplanung noch rascher und effizienter gestalten können. Im Fokus steht dabei die Optimierung des Gesamtsystems und nicht eines einzelnen Auftrags. Unser Tool für die Feinplanung und das Scheduling ist PlanGenetic. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug für die multikriterielle Optimierung der Maschinenbelegungs- und Reihenfolgeplanung. Im Grunde geht es darum, bei der Planerstellung mehrere Zielgrößen, wie zum Beispiel die Auslastung einer kritischen Ressource, die Termintreue, den Bestand oder auch die Rüstzeit an einer Anlage gleichzeitig zu optimieren. Bei der Gestaltung der Zielgrößen sind keine Grenzen gesetzt und eine komplizierte Gewichtung der einzelnen Zielgrößen entfällt ebenfalls. Wie das genau funktioniert, erkläre ich gleich. Natürlich deckt das Tool auch klassische Anforderungen wie zum Beispiel die reihenfolgeabhängige Rüstzeit ab. Für alle Fraunhofer Austria Tools gilt, mit der grafischen Oberfläche und der visuellen Aufbereitung kann der Planer sehr leicht alternative Maschinenbelegungen, geänderte Arbeitspläne, Terminverschiebungen usw. simulieren und ausprobieren, um zu schauen, welche Möglichkeiten am besten für die vorherrschenden Bedürfnisse geeignet sind. Wie geht es nun mit unserem Beispiel konkret weiter? Nun stellt sich ein Fall ein, den Sie sicher in Ihrem eigenen Betrieb sehr gut kennen. Es kommt zu einem ungeplanten Stillstand und dieser wird voraussichtlich 2 bis 3 Tage andauern. Dadurch reduziert sich unsere Kapazität schlagartig um 50% und das müssen wir natürlich auch in der Planung berücksichtigen. So kurzfristig können wir aber nichts mehr fremd vergeben oder irgendwie anders reagieren. Das Einzige, was uns bleibt, ist das Umplanen und Aufträge zu verschieben. Dieses Szenario stellt Unternehmen häufig vor große Herausforderungen, da oftmals nicht klar ersichtlich ist, welche Aufträge betroffen sind und welche Verschiebungen zu welchen Kundenterminverschiebungen führen. Man selbst und der Kunde möchte aber natürlich wissen, ob er mit einer termingerechten Lieferung rechnen kann. Nachdem wir die Kapazitäten gepflegt haben und aktualisiert haben, kann der Planungslauf neu angestoßen werden und wir können die Auswirkungen direkt sehen. Somit ist die Planung für die nächsten 2 bis 3 Tage bis zur Reparatur der Maschine wieder ausführbar. Und es ist genau bekannt, welche Aufträge noch gefertigt werden können und welche verschoben werden müssen. Ganz zufrieden sind die Kollegen aus dem S&OI aber noch nicht. Ein wichtiger Auftrag von einem sehr, sehr wichtigen und bedeutenden Kunden kann nicht produziert werden. Diesen wollen wir jetzt noch priorisieren und schauen, was dann sonst so passiert. Insgesamt sehen wir, dass durch diese Priorisierung einige andere Aufträge nicht mehr zeitgerecht geliefert werden können. Insgesamt haben wir also die Kennzahl verschlechtert. Insgesamt können weniger Aufträge termingerecht geliefert werden, aber den kritischen Auftrag, den können wir jetzt liefern. Ob es uns das wert ist oder nicht, das soll lieber im S&OI entschieden werden, aber es herrscht jetzt immerhin Klarheit über die Auswirkungen dieser Priorisierung. Diese Pläne können im S&OI eingebracht werden, wo entsprechend entschieden werden kann und die neuen Liefertermine vergeben werden und dadurch auch natürlich die Kunden informiert werden können. Zwar können wir mit unserem Tool nicht verhindern, dass es Aufträge gibt, die wir nicht bedienen können, zeitgerecht bedienen können.
Jedoch sorgt das Tool für eine gewisse Transparenz und eine Übersicht, die wir auch in der Fertigung brauchen. Die Grobplanung sorgt zunächst für eine profitable Allokation der Kapazitäten, Mengen und Bestände. Die Feinplanung hat zum Ziel, im Kurzfristhorizont Detailentscheidungen zu treffen, beispielsweise über Produktionsreihenfolgen oder konkrete Maschinenbelegungen und Umplanungen. Dazu benötigen wir die richtigen Vorgaben aus der Grobplanung, die eine wichtige Entscheidungsgrundlage darstellen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass ein Sales and Operations Execution Prozess kein Firefighting-Prozess ist. Dieser Prozess dient als Spurenassistent für Ihren Sales and Operations Planning Prozess und soll sicherstellen, dass alle Beteiligten auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet bleiben. Unerwartete Ereignisse, die Lieferketten negativ beeinflussen werden in Zukunft noch verstärkt auftreten. Umso wichtiger ist daher eine robuste Verbindung zwischen taktischer Planung und operativem Geschäft, um zu gewährleisten, dass agil sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, denen alle Beteiligten zustimmen können. Wir sehen daher auch Trends wie Industrie 4.0, Szenarienplanung und Simulation sowie fortgeschrittene Planungsalgorithmen, wie wir sie in unserem Video Ihnen präsentiert haben, als ideale Ergänzung für Ihren Sales and Operations Execution Prozess und als Basis für eine agile Supply Chain. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Websites oder kontaktieren Sie uns.